willkommen zu einem weiteren Abenteuer in meiner Küche. Heute lade ich euch zu einem winterlichen Dreigang-Menü ein. Es gibt als Vorspeise eine Erbsensuppe unter der Sahnehaube. Zur Hauptspeise gibt es Krei, das ist ein Winterkabeljau von den Lofoten, mit Kartoffelpüree und einer sehr leichten Weißwein-Buttersoße. Zum krönenden Abschluss gibt es eine Zitronencreme auf einem Mürbteigtaler, verziert mit einer italienischen Merinke. Und da das Dessert die meiste Arbeit macht, fangen wir damit an. Für den süßen Mürbeteig gebt ihr in eine Schüssel 125 Gramm Mehl, 25 Gramm Puderzucker sowie 100 Gramm in Stücke geschnittene weiche Butter sowie eine Prise Salz. Diese Zutaten werden miteinander vermengt, bis sich eine bröselige Masse ohne Bindung ergibt, die Butter aber einigermaßen gleichmäßig in das Mehl eingearbeitet ist. Und die Prise Salz nicht vergessen. Nach einer Weile sieht das ungefähr so aus. Jetzt gebt ihr das Eigelb hinzu und lasst es einarbeiten, bis der Teig zusammenhält. Sobald eine homogene Masse entstanden ist, hört ihr auf zu kneten, damit der Teig mürbe bleibt. Jetzt muss er noch eine Stunde im Kühlschrank ruhen und durchkühlen. Dazu packt ihr ihn einfach in Klarsichtfolie. In dieser Zeit wird die Zitronencreme zubereitet. Die Creme wird nach dem Garen in diesen Halbkugeln angefroren, bevor sie auf den Teigboden gesetzt werden. Die Form lege ich mir schon mal zurecht. Ebenso wiege ich mir schon den Zucker und die Butter ab, die in Würfel geschnitten wird. In einen Schlagkessel gebe ich ein Ei sowie ein Eigelb. Dazu schlage ich das Ei komplett in ein Schüsselchen, hebe das Eigelb heraus und warte einfach ab, bis das Eiweiß zurück in das Schüsselchen fällt. Nun schlage ich die Eier sorgfältig auf und gebe anschließend den Zucker hinzu und arbeite auch diesen noch einmal sorgfältig ein, damit der Zucker das Eigelb nicht verfestigt. Im Anschluss daran kommt der feine Abrieb einer gewaschenen Bio-Zitrone dazu sowie Zitronensaft. Das Ganze noch einmal kurz unterrühren und dann wird die Masse gegart. Dazu gebt ihr 2 cm Wasser in einen Topf, lasst es aufkochen und stellt den Schlagkessel darauf. Und nun muss so lange gerührt werden, bis die Masse eindickt. Bei mir hat das ungefähr 2 Minuten gedauert. Und seht euch vor, denn es kann ganz plötzlich ganz schnell gehen. Dann nehmt ihr den Kessel vom Feuer und arbeitet die Butter ein. Der Schlagkessel ist übrigens diese halbkugelförmige Schüssel, die das Arbeiten durch ihre Form enorm erleichtert. Und nun nur noch abfüllen und ab in den Tiefkühler. Jetzt müssen noch die Teigböden gebacken werden. Dazu drücke ich 20 Gramm schwere Teigkugeln flach und presse sie mit Hilfe des Ringes in ihre endgültige Form. Das ist zugegebenermaßen nicht unbedingt Lege Artis, aber es geht schnell. Die Backzeit beträgt 13 bis 20 Minuten. Das ist aber immer abhängig vom Ofen. Die Backzeit der Teigböden kann dazu genutzt werden, die Erbsensuppe vorzubereiten. Pro Person und Suppentassen befülle ich diese als Maß mit noch tiefgefrorenen Erbsen, die ich anschließend im Standmixer noch tiefgefroren zerkleinere. Dabei ist es wichtig und erwünscht, dass sie noch gefroren sind, damit sich die Schalen besser zerkleinern lassen. Wenn nichts mehr geht, befülle ich das Gefäß mit 2 weiteren Suppentassen Wasser und lasse alles noch mindestens 3 bis 4 Minuten pürieren. Anschließend passiere ich alles durch ein Sieb. In der Zwischenzeit sind die Teigböden fertig gebacken und kommen zum Auskühlen auf ein Kuchengitter. Zur Vorbereitung des Kartoffelpürees werden die Kartoffeln geschält, in gleich große Stücke geschnitten und mit Wasser bedeckt sowie einem Teelöffel Meersalz gegart. In dieser Zeit kann die italienische Meringue zubereitet werden. Dazu wird ein Eiweiß in einen hitzebeständigen, hohen Behälter gegeben und gewogen. Von diesem Gewicht wird die doppelte Menge an Zucker in einen kleinen Topf gegeben und mit so viel Wasser aufgefüllt, dass der Zucker so gerade bedeckt ist und darin schmelzen kann. Bevor der Sirup dann anschließend gekocht wird, wird das Eiweiß noch zu Schnee geschlagen. Dann wird der Zuckersirup aufgekocht und so lange simmern gelassen, bis so viel Wasser verdampft ist, dass der Zucker die Temperatur von exakt 121 Grad erreicht. Bis es soweit ist, messe ich immer wieder zwischendurch mit einem Thermometer nach. Einfacher lässt sich die exakte Temperatur nicht bestimmen
und die Verwendung eines solchen ist meines Erachtens unumgänglich. So, jetzt ist es gleich soweit. Ich nehme den Topf vom Feuer und halte ihn etwas schräg, damit sich der Sirup sammeln kann. Ich stelle den Mixer wieder an und schlage das Eiweiß noch einmal auf. Und nun gieße ich die kochende Zuckerlösung auf die Schneebesen und dabei bewege ich den Mixer hin und her. Die Herstellung dieser italienischen Meringue ist nicht schwierig. Sie erfordert lediglich exaktes Abwiegen, ein Thermometer und Courage. Jetzt ist das Schlimmste überstanden und das Eiweiß muss jetzt nur noch so lange weiter geschlagen werden, bis es abgekühlt ist. Das ist bei mir meistens der Fall, wenn der Eischnee so langsam hochwandert. Dann gebt ihr die Masse in einen Spritzbeutel oder eine Garnierspritze. Jetzt kann das Dessert fertiggestellt werden. Die Zitronencreme ist angefroren, kann aus der Form gelöst und auf den Mürbteigboden gesetzt werden. Und damit beim Servieren sowie beim Essen das Gebäck nicht vom Teller springt, gebe ich einen Klecks von der Meringue auf den Teller und klebe den Boden so quasi fest. Anschließend wird die Creme ringsherum mit einigen Meringue-Tupfen verziert und mit einem Creme Brûlée-Brenner abgeflemmt, damit die Oberfläche trocknet. Nun wird die Vorspeise fertiggestellt, indem ihr die Suppe aufsetzt, mit Meersalz abschmeckt und ca. 13 Minuten vor sich hin kochen lasst. Die Kartoffeln sollten mittlerweile auch schon fertig gekocht und das Kochwasser abgegossen sein. Währenddessen schlagt ihr die Sahne halb fest und gebt sie in kleine Servierschälchen mit etwas Schnittlauch verziert. Die Suppentassen wärme ich derweil in der Mikrowelle vor, indem ich die 2 Tassen und Untertassen ohne Inhalt bei 800 Watt ca. 1 Minute laufen lasse. Wer will, kann die Sahne natürlich auch direkt auf die Suppe geben. Diese wird zum Abschluss noch mit einem Klecks Butter verfeinert und zusammen mit der Sahne serviert. Lasst es euch schmecken. Nach der Vorspeise geht es mit der Fertigstellung der Hauptspeise weiter. Ihr gebt etwas Milch zu den Kartoffeln und erhitzt alles auf kleiner Flamme. Wenn nicht schon geschehen, schneidet ihr den Skrei in Portionsgrößen, wascht und tupft ihn mit Haushaltspapier ab. Erhitzt eine nicht zu große Pfanne, in die ihr sodann etwas Rapsöl zum Anbraten gebt. Da ich den Fisch nur einmal wende, brate ich ihn auf der Seite an, die beim Servieren oben liegen soll. Die Milch kocht inzwischen und dadurch sind die Kartoffeln auch wieder schön heiß geworden. Ich zerteile sie noch etwas, damit das Stampfen leichter fällt. Falls der Stampf noch zu fest ist, gebt einfach noch etwas Milch dazu. Jetzt ist es an der Zeit, den Fisch vorsichtig zu wenden. Die erste Seite lasse ich gerne etwas länger und heißer anbraten, damit sie schön kross wird, und die zweite kann dann langsam gar ziehen. Und das Kartoffelpüree wird abgedeckt, damit es nicht auskühlt. Nach einigen Minuten nehme ich den Fisch aus der Pfanne, entferne mit einem Küchentuch überschüssiges Fett heraus, um die Soße zuzubereiten. Gebt etwas trockenen Weißwein in die Pfanne, lasst diesen aufkochen, gebt noch ein paar Spritzer Zitronensaft hinzu, sowie den obligatorischen Klecks Butter und eine deftige Prise Meersalz. Dies alles lasst ihr einreduzieren, bis eine sämige Soße entsteht. In dieser Zeit könnt ihr die Teller vorwärmen. In die Soße gebt ihr noch einmal ganz kurz den Fisch, aber eigentlich ist es jetzt Zeit zum Anrichten. Kartoffelpüree auf eine Seite des Tellers und ein wenig zur anderen Seite hin verstreichen, mit der Soße begießen und fertig. Es kann gegessen werden. Nun kommt der krönende Abschluss, das Dessert. Insgesamt hat es im Vorfeld vielleicht einiges an Arbeit gemacht, aber nun ist es schon komplett fertig und braucht nur noch mit einem Lächeln serviert zu werden. Ich hoffe, euch haben mein Menüvorschlag und meine Anleitung gefallen. Zutaten und Mengenangaben sowie weitere Tipps findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!